gibt kein falsches Wetter, bloß falsche Kleidung. So sagt man zumindest relativ häufig. Und da stellt sich die Frage, was soll man anziehen, wenn es so richtig kalt ist? Tja, da habe ich was Feines für euch. Puh, wir gehen jetzt rein, hier ist es nämlich schweinekalt. Schatz, ich fahre eine Runde. Willst du mit? Nee, ich mache mir gerade die Fingernägel und es ist voll kalt, Schatz. Wenn es richtig kalt, aber trocken ist, kann man super häufig noch sehr schöne Touren machen. Oft ist es eher das Problem, dass man sich wie ein Michelin-Männchen einpacken muss und sich dann kaum noch bewegen kann. Und nach einer Stunde im Fahrtwind wird es dann trotzdem kalt. Aber wie wäre es mit etwas wie einer Sitzheizung, so wie man es aus dem Auto kennt, nur halt nicht im Auto? Natürlich ist beheizte Kleidung nichts Neues. Aber die Technik hat sich von leichtbrüchigen Kohlefaserplatten zu flexiblen und waschbeständigen Filamenten entwickelt, die problemlos mit kleinen Akkus wie dem hier befeuert werden können. In der Jacke sind überall kleine Heizdrähte verlegt, die dafür sorgen, dass die Brust, der Rücken, die Arme und sogar der Hals warm gehalten werden. Und damit die Hitze durch die Kleidung nach außen nicht verloren geht, befindet sich an der Innenseite der Kleidung eine hitzereflektierende Silberschicht. Ähnlich von den Rettungsdecken, die man so kennt. Somit hat man überall in der Jacke schön mollige Wärme. Damit das Ganze aber auch funktioniert, muss die Jacke jetzt mit Strom versorgt werden. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder mit 7,4 Volt Lithium-Akkus oder den etwas teureren 12 Volt Lithium-Akkus, die im Grunde genommen nur dafür sorgen, dass mehr Wärme erzeugt wird. Das hat nämlich nichts mit der Kapazität zu tun, die halten dadurch nicht länger. Da Akkus aber eine zeitliche Begrenzung mit sich bringen, greife ich lieber auf die Energiequelle zurück, die ich sowieso schon habe. Dem Motorrad. Das liefert nämlich die Menge an Energie, die ich brauche und genauso lange, wie ich sie brauche. Schön, jetzt regnet es auch noch. Geil! Ja, und so viel zum Thema trocken. Aber relativ wasserdicht ist sie auch noch, also Pluspunkt für die Jacke. Und wenn euch die Videos gefallen, dann denkt dran, haut auf den Abonnieren-Button, haut auf den Daumen nach oben und wenn sie euch nicht gefallen, drückt zweimal den Daumen nach unten. Und hier kommt noch ein Punkt, warum die Methode ganz gut ist. Bis auf dieses kleine Zusatzkabel habe ich keine weiteren Zusatzkosten. Außerdem wird die meiste Energie aus der Lichtmaschine im Spannungswandler in Hitze umgewandelt, sobald die Batterie voll ist. Also warum nicht die Hitze lieber woanders nutzen? Achtet aber auch darauf, dass die Lichtmaschine genug Output hat, um die Jacke zu befeuern. Denn die kann in der Aufheizphase auch schnell mal 50 Watt ziehen. Sonst könnt ihr euch nämlich darauf einstellen, dass euch beim Schieben warm wird. Wie warm die Jacke jetzt genau ist, kann ich euch nicht sagen, da jeder ein etwas anderes Wärmeempfinden hat und es auch abhängig davon ist, was ihr drüber oder drunter tragt. Aber ich habe die Jacke schon bei 3 Grad und ohne Futter in der Kombi getestet und da hat mir die niedrigste Stufe gereicht. Natürlich habe ich einen großen Windschild an der dicken, um mich vor Wind zu schützen. Aber auch ohne würde die Jacke es problemlos schaffen, mich warm zu halten. Und wenn es doch ein bisschen mehr Wärme sein muss, habt ihr auch die Möglichkeit, die Energie einfach durchzuschleifen. Wenn ihr zum Beispiel zusätzlich noch beheizte Handschuhe oder bei der beheizten Hose die passenden Heizsocken anstöpseln wollt, könnt ihr das tun, ohne jedes Teil separat mit dem Motorrad verkabeln zu müssen, indem ihr einfach die einzelnen Teile aneinander stöpselt und somit nur ein Anschluss am Motorrad gebraucht wird. Natürlich kann man die Jacke wie alles andere heutzutage auch mit einer Bluetooth-App steuern, die auch ziemlich gut funktioniert. Aber ich persönlich bin da einfach ein bisschen oldschool unterwegs und mag es ganz gerne einfach mit dem Knöpfchen drücken. Für die App-User unter euch, hier könnt ihr eure verschiedenen Produkte sehen, könnt die separat ansteuern, entweder mit den Temperaturen, wie ihr sie haben wollt, auf den 4 verschiedenen Stufen. Könnt, wenn ihr sie an Akkus dran habt, den Akkustand sehen und noch einen Timer einstellen, wenn ihr die zum Beispiel nur eine gewisse Zeit lang laufen haben wollt. Oder wenn ihr verschiedene Produkte habt, könnt ihr die auch zu einer Gruppe zusammenfassen und die dann gleich steuern. Das heißt also zum Beispiel einen Timer auf Hose, Socken und Jacke gleichzeitig haben. Als kleiner Hinweis noch,
Ich habe die Jacke hier übrigens selber bezahlt und wollte euch nur meine Erfahrung damit teilen. Übrigens einen großen Dank an die, die sowas auch möglich machen und mich über die Buy Me a Coffee Seite und einem Link zum Beispiel unterstützt haben. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Haut rein!